Der Tagesbeginn I am Gefängnis. Das Frühstück der Häftlinge. Alles begann mit einem einfachen Klingelton, der durch die Korridore des Gefängnisses hallte und die Insassen zu einem neuen Tag weckte. Im Gefängnis ist der morgendliche Ablauf streng und unerbittlich. Das Frühstück ist nicht einfach nur eine Mahlzeit, sondern ein Ritual, das den Start in ihren Alltag markiert. Doch entgegen der landläufigen Meinung ist hier von morgendlichem Luxus keine Spur zu finden. Wenn sich die Zellentür öffnet, erhält jeder Häftling auf einem Tablett seine standardmäßige Morgenration. In der Regel handelt es sich dabei um Haferbrei, der auf Wasser gekocht wird, ohne Zucker, ohne Butter, nur mit etwas Salz für den Geschmack. Es ist anzumerken, dass Haferbrei eine bedeutende Rolle Piemanns Speiseplan spielt, denn er ist günstig, sättigend und eignet sich durchaus, um die Energie für den Tag aufrechtzuerhalten. Manchmal stehen auch einfache, ungesüßte Brötchen aus Brot oder Toastscheiben auf dem Speiseplan. Das ist ziemlich schlichtes Essen, aber unter solchen Bedingungen bekommt selbst eine einfache Brotrinde eine neue Bedeutung. Selten, aber manchmal wird dem Haferbrei etwas Marmelade oder Butter hinzugefügt, doch das ist nicht immer verfügbar. Gefangene, die über etwas mehr finanzielle Mittel auf ihren Konten verfügen, können sich erlauben, ihre Ernährung durch den Kauf von Obst und Gemüsekonserven Piemann am Gefängnisshop zu variieren. Und für diejenigen, die sich keine zusätzlichen Lebensmittel leisten können, bleiben nur einzelne Momente der Freundlichkeit von Zellengenossen oder Zufälle bei den täglichen Tauschgeschäften, an denen die Gefangenen oft beteiligt sind. Für die meisten wird das Frühstück, so eingeschränkt es auch ist, zu einer Art vorhersehbarem Ankerpunkt in ihrem unregelmäßigen Leben. Mit ihm beginnt das Leben I am Gefängnis an diesem Tag und erinnert die Insassen daran, dass sie, egal wie karg und eintönig das Essen auch sein mag, den Tag überstehen müssen. Dieses Ritual, so einfach es auch ist, unterstreicht die Bedeutung von Nahrung und die innere Abhängigkeit von ihr, um in den harten Bedingungen des Gefängnisses Stabilität zu bewahren. Was ist Gefängnispilau? Wenn wir von Pilaw hören, entstehen in unserer Vorstellung Bilder von intensivem Geschmack, aromatischen Gewürzen und farbenfrohen Zutaten. Doch hinter Gefängnismauern erhält das gewöhnliche Rezept dieses beliebten Gerichts ein völlig neues Aussehen. Gefängnispilaw ist ein wahres Beispiel für Einfallsreichtum. Unter Bedingungen, in denen die Ressourcen äußerst begrenzt sind, finden die Gefangenen Wege, die einfachsten Zutaten in etwas zu verwandeln, das an heimische Gemütlichkeit erinnert. Vergessen sind Safran und magere Fleischstücke, stattdessen greifen sie zu Konserven, Instantnudeln und fettarmem Dosenfleisch, das sie in Gefängnisläden oder durch Tausch mit Mitgefangenen bekommen können. Für die Zubereitung von Gefängnispilaw ist vor allem Erfindungsreichtum gefragt. Anstelle des geliebten Kreuzkümmels und Berberitzen werden Stückchen von getrockneten Zwiebeln und Karotten verwendet und als Basis dient Instant-Nudeln oder sogar zerbrochene Brotstücke, eine Grundlage, die vorsichtig eingeweicht und mit Brühe aus Fleischkonserven verfeinert wird. All das wird auf selbstgebauten Gefängnisherden und in Metallbechern zubereitet, die zum Erwärmen von Speisen umfunktioniert wurden. Gerade durch diese Anpassungsfähigkeit und das Bestreben, in einer rauen Umgebung ein Gefühl von Normalität zu bewahren, ist dieses unscheinbare Pilaw-Gericht zu einem der beliebtesten Speisen unter den Häftlingen geworden. Die Zubereitung von Pilaw ist mehr als nur ein Akt des Kochens. Es ist ein Prozess, der eine kleine Gemeinschaft zusammenschweißen, die Moral stärken und an das Leben außerhalb der Mauern erinnern kann. Der letzte Schliff, das Hinzufügen von verfügbaren Gewürzen oder Konservengemüse zu diesem improvisierten Pilaw, verwandelt die einfachste Mahlzeit in einen Moment des Genusses und des Triumphs über die Umstände. Am Ende symbolisiert der Gefängnispilaw unerwartete Kreativität und Standhaftigkeit, die Fähigkeit, aus den bescheidensten verfügbaren Zutaten etwas Bedeutendes zu schaffen. Ungewöhnliche Zutaten in der Gefängnisküche. Wenn wir in die Geheimnisse der Gefängnisküche eintauchen, stoßen wir auf erstaunliche Entdeckungen, die uns dazu bringen, unsere Vorstellungen von kulinarischen Vorlieben hinter Gittern zu überdenken. Das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist, dass es in der Gefängnisküche keine Croissants und Austern gibt. Doch tatsächlich sind viele ihrer Gerichte dank der Verwendung der einfachsten und zugänglichsten Produkte erstaunlich originell. Ohne Zugang zu Süßwasserfisch oder exotischen Früchten finden die Insassen Wege, aus den gewöhnlichsten Dingen schmackhafte Gerichte zuzubereiten. Oft werden Tüten mit Instant-Nudeln stapelweise bevorratet, mit denen man sich sättigen oder sie als Grundlage für aufwendigere Rezepte verwenden kann. Normale Dosenbohnen oder Erbsen können sich in eine sättigende Suppe oder ein Ragout verwandeln und getrocknetes Gemüse verleiht jedem essbaren Meisterwerk Aroma. Auf den ersten Blick erscheint einfaches Mehl oder Reis nichts Besonderes zu sein, doch in den geschickten Händen der Gefangenen werden sie zur Grundlage für Brotstangen, Fladenbrote und sogar improvisierte Desserts. Auch Trockenmischungen für Kartoffelpüree kommen zum Einsatz, die mit etwas Kreativität zum Andicken von Gerichten oder zur Herstellung von Teigskulpturen verwendet werden können, die an bekannte Speisen erinnern. Eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse der Gefängnisküche ist die Fähigkeit, aus dem Nichts etwas zu machen. So können zum Beispiel Sonnenblumenkerne oder Erdnüsse zur Grundlage für Nussbutter werden, indem sie einfach mit etwas Pflanzenöl und Salz zermahlen werden. Sogar kleine Tütchen mit Zucker oder Salz, die nicht immer verfügbar sind, können getauscht oder geliehen werden, um andere Ressourcen zu erhalten.
Wahrscheinlich ist es gerade diese Einfallsreichtum und Anpassungsfähigkeit, die jeden Häftling dazu bringt, die Gefängnisküche in ein Labor für experimentelle Geschmäcker zu verwandeln. Beilagen aus Konserven, die für gemeinsame Abende zubereitet werden, getrocknete Lebensmittel und sogar Süßigkeiten, die das kreative Potenzial zeigen, werden die Klischees über fade Gefängniskost widerlegen. So wird jedes Gericht zu einer Herausforderung der Umstände und zeigt, wie man selbst unter den widrigsten Bedingungen Harmonie und geschmackliches Gleichgewicht finden kann. Die Rolle von Tauschgeschäften und Bata Pimon am Speiseplan der Häftlinge. Wenn es darum geht, innerhalb der Gefängnismauern für eine etwas abwechslungsreichere Ernährung zu sorgen, ist das offizielle Menü längst nicht immer das letzte Wort. Gerade hier, in den endlosen Korridoren und Zellen, blüht eine Tauschkultur auf, bei der jeder Nachttisch, jedes Aufbewahrungsfach zu einem echten Marktplatz wird. Die Gefangenen haben gelernt, die verfügbaren Ressourcen optimal zu nutzen und daraus Vorteile zu ziehen. Wie in jeder Stammeswirtschaft dient der Tauschhandel nicht nur als Überlebensinstrument, sondern auch als eine Art sozialer Kit, der die Beziehungen zwischen denjenigen hinter Gittern stärkt. Auf den ersten Blick scheint es schwierig, aus gewöhnlichen Dingen etwas Bedeutendes zu schaffen, aber die Häftlinge haben es gelernt. Sie tauschen einfache Waren auf diese Weise und machen so ihren Speiseplan reicher und abwechslungsreicher. Ein typischer Tag kann mit einem Handel beginnen, bei dem ein Päckchen Instant-Nudeln gegen eine Dose Bohnen getauscht wird. In dem Moment, in dem jemand eine Konserve findet, die er nicht isst, gibt er sie einem anderen am Austausch gegen ein paar kostbare Gramm Kaffee, der als Währung geschätzt wird. Einfachste Produkte wie Zucker, Salz oder Pflanzenöl können eine besondere Bedeutung erlangen, da sie den Geschmack der Speisen und den sozialen Status innerhalb der abgeschlossenen Welt der Gefangenen bestimmen. Ebenso spielt die Tatsache eine wichtige Rolle, dass ein für den einen unnötiges Produkt für den anderen eine Delikatesse sein kann. Übrig gebliebene Brotstücke können zu einer Seltenheit werden, wenn sie auf besondere Weise zubereitet sind. In der Gefängnisumgebung ermöglichen solche Tauschgeschäfte nicht nur die Zubereitung von Standardgerichten, sondern auch von wahren kulinarischen Meisterwerken, die nach Gefängnismaßstäben beachtlich sind. Methoden der Bestechung und das Erhalten von Lebensmittelgefallen bestimmen freundschaftliche Beziehungen und schaffen eine Gemeinschaft, die auf Anständigkeit basiert, auch wenn sie hinter Stacheldraht existiert. Die Gefangenen werden nicht aus eigenem Wunsch, sondern aus Notwendigkeit zu Köchen, indem sie geschickt Zutaten kombinieren und ein echtes Gefühl der gegenseitigen Hilfe pflegen, bei dem jeder Gegenstand seinen Platz findet. Das ist nicht einfach nur Nahrung, sondern Überlebensstrategie und ein wichtiger Schutzmechanismus gegen die raue Realität. So ist der Tauschhandel am Gefängnis nicht nur eine Frage der Lebensmittelversorgung, sondern auch ein Gespräch über menschliche Beziehungen, gegenseitige Hilfe und die Fähigkeit, in jeder Situation, egal wie schwierig und eingeschränkt sie auch sein mag, einen Ausweg zu suchen und zu finden. Geheime Gefängnisrestaurants. In den gängigen Vorstellungen über das Leben Beam am Gefängnis fehlt oft der Gedanke, dass sich hinter dicken Mauern echte kulinarische Oasen entwickeln können. Doch für diejenigen, die in der rauen Umgebung Trost und Abwechslung suchen, entstehen eigentümliche geheime Gefängnisrestaurants, ein Phänomen, das selbst die erfahrensten Kenner der Gefängniskultur überraschen kann. Diese besonderen Restaurantbetriebe werden nicht in luxuriösen Sälen mit weißen Tischdecken organisiert, sondern in engen, versteckten Ecken der Zellen oder in abgeschlossenen Aufenthaltsbereichen. Hier, auf alten Holztischen oder direkt auf dem Boden, veranstalten die Insassen echte kulinarische Abende. Das Menü dieser Restaurants entsteht aus den einfachsten Lebensmitteln, die durch Tauschgeschäfte, Einkäufe in Gefängnisläden und echter Einfallsreichtum zusammengetragen werden. Die Geheimnisse der kulinarischen Köstlichkeiten werden vor den Aufsehern geheim gehalten und in ein solches Restaurant zu gelangen, ist eine Art Privileg, das man sich erst verdienen muss. Im Hintergrund rascheln Papiere, geheime Zutatenlisten werden dann dazugesteckt. Das kann bescheidene Konserven, deftige Bohnensuppen oder sogar selbstgemachte Desserts aus Milchpulver und süßem Gebäck umfassen. Und auch wenn das auf den ersten Blick wie ein Scherz wirkt, werden solche kulinarischen Abende für viele Gefangene zu einem wichtigen Element, um das psychische Gleichgewicht zu bewahren. Es ist eine Gelegenheit, sich für einen Moment von der umgebenden Dunkelheit abzulenken und beim Genuss einfacher Speisen an die Welt jenseits der Gitter zu erinnern. Die Interaktionen in der Gefängnisküche verwandeln sich in echte kulinarische Experimente, bei denen trotz der Knappheit an Zutaten etwas entsteht, das an häusliche Gemütlichkeit erinnert. Zu den wichtigsten Restauranttraditionen gehört die Verkostung der Gerichte. Die Gefangenen nehmen sich Zeit, um auf freundliche Weise die Geschmacksqualitäten der zubereiteten Delikatessen zu besprechen, die Talente der improvisierten Köche zu loben und ihren Anteil an Komfort in den harten Realitäten zu finden. Jeder Abend an einem solchen Tisch ist ein lebendiges Zeugnis für die Standhaftigkeit und Lebendigkeit des Geistes von Menschen, die zu schwierigen Lebensumständen verurteilt sind. Die geheimen Gefängnisrestaurants werden zu einem lebendigen Beispiel für menschliche Einfallsreichtum und die unmögliche Kunst des Überlebens durch Essen. Festliche Gelage sind besondere Tage in der Gefängnisküche. Inmitten des grauen und eintönigen Alltags am Gefängnis gewinnen besondere Momente wie Feiertage für die Insassen einen besonderen Wert. Diese Tage bieten nicht nur einen Anlass, sich vorübergehend von der Routine abzulenken, sondern auch die Möglichkeit, sich selbst und seine Mitgefangenen mit etwas zu erfreuen, das sich vom alltäglichen Speiseplan unterscheidet.
Festliche Gelage Priemda im Gefängnis sind das Ergebnis von Wochen, manchmal sogar Monaten der Vorbereitung, was an sich schon eine wichtige soziale Aktivität darstellt. Die Gefangenen sammeln und tauschen am Voraus Lebensmittel, um am Festtag die Möglichkeit zu haben, etwas Besonderes zuzubereiten. Gerade an diesen Tagen sieht man auf den improvisierten Tischen auf Lebensmittel, die im Alltag äußerst selten zu finden sind. Bei den festlichen Mahlzeiten nehmen verschiedenste Salate, die aus Konservengemüse und haltbaren Lebensmitteln zubereitet werden, häufig eine zentrale Rolle ein. Solche Salate werden oft nicht mit traditionellen Soßen angemacht, sondern mit improvisierten Zutaten, um ihnen einen hausgemachten Geschmack zu verleihen. Ein einfaches Rezept wird durch die gemeinsam aufgebrachte Mühe und die verborgene Freude am gemeinsamen Kochen zu etwas Besonderem. Fleischgerichte bei solchen Festen bestehen in der Regel aus Dosenfleisch oder Fischkonserven, die geschickt gewürzt und gebacken werden. Manchmal gelingt es, aufwendigere Gerichte aus Lebensmitteln zuzubereiten, die mit besonderer Sorgfalt in den Gefängnisläden gekauft wurden. Der Stolz eines jeden Festes ist das Gebäck, Süßigkeiten, die von Hand aus entrahmtem Mehl oder Trockenmilch hergestellt und mit Konfitüre oder einem Glauersatz verziert werden. Jede Abwechslung auf dem Festtagstisch wird geschätzt, die durch Experimentierfreude und ein tiefes Verständnis für Gastronomie unter den Häftlingen entsteht. Erinnerungen an Feste und Traditionen zu Hause inspirieren jeden dazu, unter solch eingeschränkten Bedingungen sein kleines Wunder zu schaffen. Viele Spitzenköche können eine solch schnelle und prägnante Improvisation nur beneiden. Die Gefangenen, die von der Außenwelt abgeschnitten sind, genießen nicht nur diese Momente, sondern tauschen auch Geschichten aus, stärken ihren Geist und zeigen unglaubliche Fähigkeiten zur Anpassung und gegenseitigen Unterstützung. Die Festmäler, die zu Ehren wichtiger Ereignisse oder Feiertage organisiert werden, erinnern sie an die Bedeutung der inneren Welt und der menschlichen Beziehungen, selbst unter den härtesten Umständen. Gerade durch solche kleinen Momente, die menschliche Wärme ausstrahlen, finden die Gefangenen die Kraft, weiterzukämpfen und unterstützen einander in den wichtigsten Handlungen ihres Lebens. Festliche Mahlzeiten werden zu einer Erinnerung daran, dass selbst am Gefängnis Platz und Zeit für Zusammenhalt und aufrichtige Freude bleiben, die mit den Kameraden geteilt wird. Überlebensmethoden. Essen als Schlüssel zum Erfolg. In den rauen Mauern des Gefängnisses wird Nahrung zu mehr als nur einem Mittel, um den Hunger zu stillen. Sie verwandelt sich in ein strategisch wichtiges Überlebensinstrument und spielt eine unscheinbare, aber zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung nicht nur des physischen, sondern auch des psycho-emotionalen Zustands der Gefangenen. Unter den Bedingungen enger Isolation, Stress und Entbehrung, mit denen die Gefangenen täglich konfrontiert sind, erhält das Essen eine vielschichtige Bedeutung. Es ist nicht einfach nur eine Ansammlung von Kalorien oder Nährstoffen, sondern vielmehr ein Anker, an den sich etwas Größeres knüpft als die Lebensmittel selbst. Es ist eine Erinnerung an Zuhause, ein Trost und ein Anlass zur Kommunikation. Die Gefangenen, die nur über begrenzte Ressourcen verfügen, sind gezwungen, kreative Ansätze für einfache Gerichte zu finden und verwandeln so die täglichen Mahlzeiten in ein Ritual, von dem ihr seelisches Gleichgewicht abhängt. Infolgedessen wird das Essen zu einer Art Äquivalent für die Kontrolle über das eigene Dasein in einer Umgebung, in der vieles von äußeren Vorschriften bestimmt wird. Die Fähigkeit, sich unter diesen Bedingungen richtig zu ernähren, wird zu einem echten Schlüssel zum Erfolg. Das bedeutet nicht nur, den Körper mit den notwendigen Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen, sondern auch in der Lage zu sein, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, wenn die Möglichkeiten stark eingeschränkt sind. Für viele, die hinter Gittern sitzen, ist die Schaffung einer ausgewogenen Ernährung eine Kombination aus der Nutzung verfügbarer Lebensmittel und der ständigen Suche nach Tauschmöglichkeiten mit Mitgefangenen. Für manche wird das Kochen nach einem eigenen Rezept, das an Familienessen erinnert, nicht nur zur Gewohnheit, sondern zur emotionalen Therapie. Im Prozess des Kochens verliert das Essen den Status einer alltäglichen Handlung und wird zu einer Art Meditation, die es ermöglicht, in sich selbst einzutauchen und die Umgebung zumindest für kurze Zeit zu vergessen. Doch der entscheidende Bestandteil einer solchen Ernährung ist die Interaktion. Gemeinsames Kochen und Essen verbindet die Gefangenen, stärkt ihre Kommunikation und schafft einen Kreis der Unterstützung und, soweit möglich, der Sicherheit. Unter solchen Bedingungen erfüllt selbst das einfachste Essen die Funktion eines sozialen Klebstoffs, der den Geist stärkt und Beziehungen festigt. Das Diskutieren über Geschmäcker, Möglichkeiten zur Verbesserung der Gerichte und das gemeinsame kreative Schaffen machen das Essen zu einem unverzichtbaren Teil des Gefängniserlebnisses, bieten aber gleichzeitig die Chance, Bedeutung zu finden und emotionale Entlastung zu erfahren. So wird das Essen selbst unter den Bedingungen des Gefängnislebens zu einem besonderen Schlüsselinstrument, das nicht nur das physische Überleben sichert, sondern auch das psychische Wohlbefinden fördert, das so notwendig ist, um den bedrückenden Einflüssen der Umgebung entgegenzuwirken. Jede Mahlzeit ist ein Schritt zum Überleben und bildet die Grundlage für das weitere Leben am begrenzten Raum.